Zum Wochenfazit der ersten Märzwoche 2023. Heute geht es um den Kompass und darum, wie entscheidend er ist und wie wichtig es ist, dass er richtig eingestellt ist und natürlich auch, dass wir drauf schauen. So lautet der erste Punkt: den Kompass richtig einstellen. Der zweite Punkt: ihn regelmäßig überprüfen, reflektieren, und der dritte Punkt: sich neu auf ihn wieder auszurichten. Ja, die Woche war durchaus nicht unproduktiv und doch haben wir am Ende gemerkt, dass wir eben nicht vollständig auf unsere Quartalsziele ausgerichtet waren. Und das haben wir oft betont und werden wir immer wieder neu betonen. Das Jahresmotto als auch die Quartalsziele sind entscheidend. Natürlich müssen sie auch stimmen. Natürlich lohnt es sich auch hier genügend und ernsthaft Gedanken zu machen und sie auch abzustimmen mit allen Beteiligten. Das haben wir getan und sie helfen uns immer wieder besser verstehen, öffnet uns die Ohren für unsere Kunden, für uns selber auch für Prozesse, um dahinter zu kommen, wo denn vielleicht irgendein Problem auch liegt. Und ja, neue Wege gehen, Bereitschaft und dann auch gesund zu wachsen. Und unsere Quartalsziele, die lauten fürs Quartal 1, die lauten Kunden miteinander und zweitens die Planer planen und drittens Ordnung. Und genau hier haben wir eben festgestellt, dass zwar diese Dinge vorhanden waren, wir haben schon daran gearbeitet, es war nicht irgendwie weg, aber wir haben gemerkt, wir haben doch andere Sachen eingeschoben, beziehungsweise andere Sachen haben uns oft auch vielleicht da ein bisschen zu lang aufgehalten. Oft geht es auch nur darum, ob man das eine früher tut und das andere später und dann vielleicht für das zweite eben dann nicht mehr so viel Zeit bleibt, oder gar dritte, weil eben Punkt 1 und 2 so viel Zeit einnehmen. Insofern ist die Reihenfolge immer von entscheidender Bedeutung. Also, den Kompass einstellen heißt eben die Richtung klar festlegen. Und das ist die Basis dafür, dass man dann auch danach überhaupt kontrollieren kann, bin ich auf Kurs. Ansonsten ist alles richtig. Ansonsten ist man mit allem zufrieden. Hauptsache man hat gearbeitet. Aber, das werden wir zum Schluss dann nochmal sehen, das hat auch nichts mit Faulheit zu tun oder mit aktiv sein, sondern es hat damit zu tun, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Nicht einfach bloß zu arbeiten. Der zweite Punkt: wöchentlich reflektieren. Die Quartalsziele im Auge haben, ja, genau das war es eben, was uns hier aufgefallen ist. Deswegen ist es auch so entscheidend, regelmäßig, und dabei ist es nicht das tägliche, natürlich ist es auch wichtig, aber vor allen Dingen dann einen größeren Zeitraum, nämlich einen der 13 Schritte, die auf das Quartalende zu unternommen werden, einen dieser 13 Schritte genauer anzuschauen und zu sehen, bin ich denn jetzt entscheidend weitergekommen. Und wir tun das am Freitag oder auch am Samstag. Und man kann es eben nicht unbedingt am Tag schon sagen, weil am Montag, Dienstag sieht das vielleicht alles ganz anders aus. Und erst am Ende der Woche wird es dann fertig oder wendet es sich dann zum Guten. Ihr kennt es von Wohnungen, die renoviert werden, die am Abend vorher nur ausschauen wie Kraut und Rüben, und dann ist doch am nächsten Tag, wenn man dann einzieht oder jemand da rein muss, schaut alles picobello aus. Also am Ende der Woche reflektieren und dann aber auch ganz ehrlich sein. Zum einen sagen, okay, da hat es gefehlt. Zum anderen aber auch die Dinge, die gut waren, trotzdem auch als gut zu sehen und nicht mit diesem Gefühl ins Wochenende zu gehen, oh Mann, irgendwie haben wir alles verpasst, sondern zu sagen, okay, es war halt jetzt so, machen wir das nächste Mal anders und jetzt schauen wir nach vorne und danken für das, was eben da ist.
Dritter Punkt, sich neu ausrichten. Es ist noch nicht vorbei und das ist eben das Coole an der Quartalsplanung. Es gibt eben 13 Schritte. Und auch wenn mal einer nicht so gut läuft, dann sind noch andere da. Wir haben dann gedacht, oh Mann, jetzt ist der Februar, der ist jetzt irgendwie echt schnell vergangen und jetzt sind wir schon im März. Aber es sind jetzt noch 4 Wochen da und wenn wir jetzt lernen und jetzt Gas geben, dann können wir auch das, was wir jetzt in dieser Woche vielleicht nicht so gut gemacht haben, dann können wir das noch sehr wohl hinbekommen. Aber jetzt eben mit ganzer Kraft und ja, und ganz bewusst eben voran und sich konzentrieren darauf. Ja, das sind so die 3 Punkte. Also nur Mut, einerseits der Sache auch ins Gesicht zu schauen, die Realität anzuschauen und dann aber neuen Mut fassen und weitermachen, vorwärts gehen und umso konzentrierter eben die Quartalsziele dann wieder angehen. Und zum Schluss möchte ich noch einen Satz, einen Vers auch aus den Sprüchen Salomos vorlesen. Das letzte Mal hatte ich auch schon einen, da bin ich gerade. Das kriegt ihr damit auch so mit, was ich da auch am Lernen bin. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, keinen Vorsteher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung ein. Und hier sieht man ganz klar, bei Faulheit geht es nicht darum, dass jetzt jemand arbeitet oder nicht arbeitet, sondern es geht darum, dass er nicht das Richtige tut. Beziehungsweise, dass er es nur tut, weil er es angeschafft bekommt, es nicht aus ihm selber rauskommt, er es nicht einsieht, also er praktisch einen Gebieter braucht, ja mach das, oder einen Vorsteher, der ihm sagt, ja jetzt machst du halt A und dann machst du B und dann machst du C, oder einen, wie heißt es hier, einen Richter und Gebieter, sondern das Entscheidende ist, dass du es selber machst, dass du es selber einsiehst, dass du es verstehst, dass du es gerne machst und dass du die größeren Zusammenhänge kennst. Ja, und das wünsche ich dir und das wünsche ich uns auch, dass wir tiefer gehen, dass wir die Dinge nicht machen, weil sie uns irgendjemand anderer aufträgt oder aufdrängt, sondern dass wir weise sind, dass wir verstehen, okay, es ist jetzt Sommer und jetzt muss ich handeln, denn der Winter kommt bestimmt und dann wird es eben schwieriger und dann gilt es eben vorbereitet zu sein. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gottes Segen.